Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema: Steigt Silber wie 2020 jetzt wieder um 150%? Disclaimer. Steigt Silber wie 2020 jetzt wieder um 150%? Zwischen März 2020 und August 2020 ist Silber von $12 auf $30 gestiegen, also um den Faktor 2,5. Sollte sich dieser Anstieg jetzt wiederholen, müsste Silber vom letzten Tiefpunkt, also 17,58 $ am 1. September 2022, auf $44 in den nächsten 6 bis 9 Monaten steigen. Der Analyst sieht das hier ähnlich. Was wir für Ähnlichkeiten beachten können, bevor es zu diesem Aufstieg, Sie sehen, dass hier 2020 kam, gab es, sage ich mal, diesen False Breakdown, also diesen falschen Ausbruch nach unten, wo alle Leute, sage ich mal, gedacht haben, Silber ist absolut wertvoll, ist nichts. Und was passierte dann? Wir haben diesen erheblichen Ausbruch dann gehabt, eben um 150% von $12 auf $30. Wenn man da, sage ich mal, zum Tiefpunkt nochmal Goldaktien nachgelegt hätte, hätte man, sage ich mal, sein Depot für 5 oder verzehnfachen können, gerade mit den Penny Stocks oder sogar mehr. Es waren absolute Schnäppchenpreise und das innerhalb von wenigen Monaten. Eine ähnliche Situation auf etwas höherem Niveau scheinen wir jetzt auch zu haben. Sie sehen, der Silberpreis hat seinen Boden erreicht und müsste jetzt zum Anstieg ansetzen. Und jetzt kommt im Grunde genommen das Identische. Das heißt, wir haben vermutlich genau dieselbe Chance wie 2020, nur dass diese Zeit jetzt offensichtlich Penny Gold Stocks nochmal zu kaufen, haben wir einen längeren Zeitraum zur Verfügung als damals im März 2020, wo das im Grunde genommen nur wenige Tage angehalten hat. Also das heißt aber auch, der Ausbruch auf höhere Silberpreise kann jeden Tag kommen. Und dann können wir gerade, was die Penny Stock Aktien betrifft, nicht mehr diese Preise bekommen und müssen vielleicht schon bald dann 50 Cent oder $1 hinlegen und dann ist der Haupthebel raus. Das Attraktive ist ja, dass wir, sage ich mal, jetzt viele Top Penny Stocks Aktien für 15 oder 20 Cent nochmal kaufen können und bevor sie auf $1 stehen und Dollar steigen werden und dann mehr. Und dann ist der Hebel raus und es ist unattraktiv im Grunde genommen. Also es ist jetzt noch eine wirklich interessante Zeit, noch einige Goldaktien hinzuzufügen. Wie gesagt, die Marktstimmung ist nach wie vor sehr schlecht. Man glaubt nicht, dass es steigt etc. Aber lassen Sie sich nicht täuschen. Lieber einfach hier diesen Analysten folgen. Nach einer Drückung nach unten von Silber kommt eine Entladung nach oben. Das ist die Natur der Dinge, auch in einem manipulierten Markt. Und sagen wir mal so, das Ereignis, dass Silber Richtung $44 steht, das steht einfach vor. Und entweder man ist, sage ich mal, mit jede Menge Top Penny Gold und Silberstock-Aktien an Bord oder eben nicht. Ja, angehender Goldproduzent Brasilien, 31 Millionen, das ist nicht australische, das sind kanadische Dollar, Marktkapitalisierung moderates bis hohes Risiko. Das Unternehmen operiert im Alaska Floresta-Gürtel mit rund 190.000 Hektar im nördlichen Bundesstaat von Brasilien. 8 Projekte haben sie und zu den Nachbarn gehören beispielsweise Anglicon American, Codelco und Nexa. Also Sie haben 8 Projekte, hier sind die 3 wichtigsten aufgeführt. Das KU Aero-Projekt, 20.000 Hektar. Die haben also 85.000 Unzen Gold, M&E, Measured and Indicated, also angezeichnet, mittleres Gradgold, 1,04 Gramm pro Tonne und dann auch mal 1615.000 abgeleitete Unzen. Also im Grunde genommen 700.000 Gold mittleres Grad. Weiteres Ressourcenpotenzial sowohl entlang der bestehenden Ressource aufgrund umfangreicher und noch nicht erprobter Goldanomalien im Boden. Weiterhin haben sie auch eine fortgeschrittene Planung für den Bau einer Verarbeitungslage mit einer Kapazität von über 1000 Tonnen pro Tag. Das ist natürlich auch attraktiv für ein Unternehmen, das 30 Millionen wertet ist, riesige Gebiete zum einen hat, aber auch eben eine eigene Mühle. Die können dann noch Geld für Material von anderen Firmen machen und dann natürlich senkt das enorm die Produktionskosten und beziehungsweise steigert die Einnahmen. Das ist sicherlich interessant an diesem Unternehmen. Dann haben sie auch noch das Goldprojekt Apiacas, 80.000 Hektar. Dort gibt es Goldmineralisierung über ein Gebiet von 4 bis 1 Kilometer. Und es gibt auch dann eine historische Produktion von 1 Million Unzen
Goldwerte im Bereich haben sie von 0,5 Gramm pro Tonne bis 96 Gramm pro Tonne, ist also alles dabei, bis ins hochgradige Gold, also auch interessant und eben eine Riesenfläche. Dann haben sie noch das Projekt St. Helena mit 60.000 Hektar. Kupfer-Gold-Mineralisierung, 60 Kilometer südwestlich des Porphyrie-Kupferentdeckung von Angloamerika in Jaca. Ungetestete Gold- und Kupfer-Bodenanomalien-Verbindung mit aufgeschlossenem profilatiger Alteration zwischen 0 und 171 Gramm pro Tonne Gold und zwischen 0 bis 0,96% Kupfer und Durchschnittswerte von 19 Gramm pro Tonne Gold, also wirklich durchschnittlich hochgradiges Gold und 0,11% Kupfer. Ja, das auch auf einem riesigen Gebiet und das sind wie gesagt nur drei. Sie haben insgesamt 8 Projekte. Ähm, Ich schätze mal, Sie haben mindestens 1 Million Unzen insgesamt auf Ihren Projekten, wenn nicht unter Umständen viel, viel mehr. Da ist meiner Meinung nach Potenzial nach oben. Aber es ist eben ein angehender Goldproduzent. Da kommt Cashflow rein. 50.000 Unzen pro Jahr sind anvisiert. Das ist das Interessante und das ist eben eine Aktie moderat mit sehr hohem Risiko. Das hat ähnliches Explorationsrisiko etc. Dennoch, durch die bestehende Produktion und diese großen Gebiete ist großes Explorationspotenzial vorhanden. Das heißt, die Aktie kann auch noch im Grunde genommen viel höher steigern, als was die 18 angibt. Die 18 ist ja, bedeutet ja nach unserer theoretischen Rechnung, also wenn jetzt Gold hier um 40, 50% steigt, zum Beispiel auf 2.500 $, also sich nicht mal verdoppelt, kann diese Aktie sich um das 18-fache steigen. Um so viel besser sind eben Goldaktien als Gold selbst, was kaum so beachtet wird. Und das mit relativ moderaten, hohen Risiko im Grunde genommen kann man sagen, überschaubares Risiko, weil das Cashflow, das Explorationspotenzial, Brasilien als Länderjurisdiction ist okay. Das Chart sieht auch gut aus, meines Erachtens. Sie sehen 2020 war das absolute Tief, da war es sogar auf 4 Cent, ist dann gestiegen bis auf fast sich verzehnfacht, bis auf 50 Cent, ist jetzt eben wieder abgesackt Richtung 0,1, hat aber schon den Boden gefunden und ist zurzeit mit 0,185 bewertet. Also eine Aktie, die trotz der sehr, sehr, sehr schlechten Stimmung am Markt steigt, Produzent, gute Jurisdiction, hochgradiges Gold, eigene Mühle, sicherlich mal ein Blick wert, sich diese Aktie anzugucken. Ja, warum machen wir das alles mit den Goldaktien? Weil es hier diese Zahlen aus den 1970er Jahren gibt. Dort ist ja Gold von 35 $ auf 800 gestiegen mit einem Intermezzo. Das ging erst auf 200 und dann korrigiert es 100 und dann von 100 auf 800. Und diese Minenbewertungen liefen mehr oder weniger in einem guten Jahr. Viel länger hat das nicht gedauert. Und dann stiegen eben einige Werte von diesen Aktien von 15 oder 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 $. Also teilweise, und das war gar nicht so selten, konnte man aus 1.000 $ eine Viertelmillion machen. Das kommt im Goldaktiensektor hin und wieder immer vor, gerade wenn wie aktuell die Goldaktien völlig dezimiert sind im Verhältnis zu Gold und keiner dran glaubt. Und wenn sich das mit einer totalen Mania einsetzt, die meines Erachtens bei 2.400, 2.500 der Fall ist, da will noch jeder rein in diesen Markt, ist vielleicht Ähnliches denkbar. Sie müssen wissen, im Verhältnis zu den 1970er Jahren sind Goldaktien tendenziell absolut günstig, absolut billig bewertet. Damals waren die vergleichsweise noch relativ hoch. Trotzdem sind die fast in einigen Fällen um das, wie Sie hier sehen, um das 300, 400, 500-fache gestiegen. Jetzt sind die absolut dezimiert, absolut billig im Vergleich zu der damaligen Zeit. Und meiner Meinung nach ist das Goldpotenzial, dieser Anstieg, dieser Bullmarkt entsteht wesentlich größer. Das heißt, wir dürften im Prinzip eine enorme Erholungsrallye sehen. Also diese Goldaktien stehen und deswegen diese hohen Bewertungsaufschläge stehen quasi von den Toten aus, glaubt wirklich keiner dran. Und deswegen machen die auf so einen Stand für 5, Verzehnfachung. In einigen Fällen sicherlich, wenn Gold 2.500 erreicht, auch 30, 40, 50-fach, vielleicht auch 100, Verhundertfachung. Das ist denkbar von diesem tiefen Bewertungsniveau. Was tut man also jetzt? Man kauft eben Goldaktien mit großen Ressourcen und
Ja, die im Augenblick absolut günstig bewertet sind, in der Hoffnung, dass nachher die Großinvestoren oder die breite Masse am Ende einsteigt und diese Goldaktien, Penny Stocks in absurde Höhen machen. Sag ich mal, vielleicht stellt sich ein neues Narrativ ein am Höhepunkt der Mania. Ja, wenn wir Gold und Silber am Bodenhaufen, das ist ja so gut wie eine eigene Zentralbank besitzen, etc., etc. Und so rechtfertigt sich wahrscheinlich die Psychologie der Anleger dann diese hohen Preise. Ich meine, das ist bis jetzt immer so. Und das war bei Bitcoin so, das ist das absolute Geld der Zukunft, etc. Das war genau dasselbe und das kann eben auch eintreten, theoretisch für diese Goldaktien, eine enorme Goldaktienrallye entfachen. Das ist dann der Zeitpunkt, wo wir natürlich die Goldaktien abstoßen müssen. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderatem und sehr hohen Risiko zu sortieren. Weiterhin haben wir eine Exit-Strategie, also in was investiert man, wenn der Goldaktienboom vorbei ist oder der Goldboom oder überhaupt das inflationäre Zeitalter, sage ich mal. Also die Entwertung der Fiat-Währung, die natürlich positiv für Gold-related Assets ist. Und wenn das natürlich sich ausinflationiert hat, in Anführungsstrichen, sich alles ausgedrückt hat, die Menschen ihre Kaufkraft verloren haben, dann denke ich mal, sind wirklich Top-Standardaktien und Top-Zukunftsaktien, die wir versuchen ja auch zu identifizieren oder dann umso mehr identifizieren können, die beste Wahl, denke ich. Ja, Portfoliovorschlag auch bei Interesse mache ich Ihnen auch gerne fertig mit persönlicher Beratung. Ähm, ja, man kann sagen, ist es eine einmalige Chance. Vermutlich legen wir in den nächsten 6 bis 9 Monaten, haben wir den Anstieg, wie Sie gesehen haben, hier mindestens auf 44 Dollar Silber. Und Silber ist der Treibstoff, was auch keiner so weiß, der Goldaktien. Das hängt eben damit zusammen, dass diese Silberanteile in den Unternehmen mit einmal erstmal sie gar nicht bewertet und einmal überproportional bewertet. Und bevor sich Gold verdoppelt, das dauert. Aber Silber kann sich schnell verdoppeln und das widerspiegelt sich dann in diesen Goldaktien und reißt dann auch allgemeine Goldaktien mit hoch. Das ist möglicherweise der Grund. Deswegen ist es entscheidend, dass Silber Richtung 44 Dollar mindestens steigt, um diese große Mania haben zu können. Ja, Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Das ist ein Unternehmen, das ist zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Man sollte das in der Rückgrat haben. Das ist ja so, wenn die Goldaktien jetzt höhere Preise machen, ist es vielleicht immer schwieriger und schwieriger, günstig in ausreichender Quantität an physische Ware zu kommen oder sie müssen lange anstehen, es gibt enorme Aufschläge. Das Unternehmen investiert jetzt, was zum Beispiel Silber betrifft, ausschließlich in 15 Kilogramm Waren. Diese Mindestsumme müssen Sie nicht machen. Das wird halt eingeteilt auf kleinere Investitionssummen. Also es wird gekauft, die kriegen dadurch große Rabatte und können absolut günstigen Preis machen. Ne? Und das Silber ist dann gleich und Gold ist dann gleich eingelagert im zollfreien Lager in der Schweiz. Sie können es jederzeit verkaufen, wenn Sie Liquidität wieder brauchen. Aber Sie haben eben ein Instrument dabei, wo Sie gegebenenfalls auch große Mengen mit geringen physischen Aufwand ordern können. Und Sie können sich natürlich das Gold und Silber theoretisch auch ausliefern lassen. Also im Grunde genommen ist es ein besserer Edelmetallhändler eigentlich mit mehr Optionen, günstigen Preisen und tatsächlich nicht so ein aufwendiges Prozedere. Das ist vielleicht eine Situation, wo es zumindest immer unübersichtlicher, schwieriger wird und auch größere Mengen umgesetzt werden, ist einfach gut, sowas an der Hand zu haben, aus meiner Sicht. Ja, immer erst Preisvergleich von Gold- und Silberkauf, einfach auf diese Vergleichsportale gehen, einfach, dass Sie generell die günstigste Ware kaufen. Es gibt im Internet so viele Werber und die machen Interviews zum Zeitgeschehen und Krisen und Krisen und Krisen. Und die Antwort soll dann sein, überteuertes Gold und Silber zu kaufen. Nein, ist es nicht. Auf gold.de gehen und sich die günstigsten Händler raussuchen. Ja, nützliche Informationen, Kontakt. Das sind nochmal Informationen zusammengefasst, mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo können Sie Edelmetalle in der Schweiz, in Liechtenstein einlagern, Langfristcharts von Gold, Silber, Uran und anderen wichtigen Rohstoffen. Der Goldaktienindex sind dabei, GDX und GDXJ. Die Goldaktien, Goldratio, auch Bücher über Goldaktienbewertung. Ja, denn Diskussionsforen wie COCA sind da verlinkt, wo das, sage ich mal, in der englischsprachigen Welt die Aktien diskutiert werden. Weitere Informationen von guten Chartisten,
Videos von Fachleute wie Uwe Bergelt kann ich nur empfehlen, mal zu sehen. Der gibt ihm sozusagen das große Bild, wo im Zyklus wir uns befinden. Und wir befinden uns im Zyklus. Das ist nur durch diese Hochfinanz, diese Gold- und Silberpreis- und Goldaktiendrückung, ist eine Verzerrung, so machen die das halt. Das machen die so lange, die Marktkräfte übernehmen und dann schnappt das hoch. Und dann können sie es nicht mehr kontrollieren. Und auf dieses Phänomen setzen wir ja mit unserem Anstieg, mit unseren Penny-Gold-Aktien. Ja, wenn Sie Zustellungsprobleme haben, ich habe öfters Probleme mit Spam, wenn irgendwas nicht gekommen ist oder auch generell Rückfragen, Anregungen, stehen jederzeit zur Verfügung. Rufen Sie mich einfach an, sobald ich Zeit habe, melde ich mich dann bei Ihnen. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, vielleicht auch die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos gefunden werden. Also nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.